Losgehen, ich bin ready, ihr seid hoffentlich genauso ready. Ich habe Bock drauf. Ja, das ASUS ROG Ally, der Verkaufsstart heute am 11.05. Es geht gleich los. Ja, ich bin schon mega gespannt drauf und würde einfach sagen, ja, der Fairness halber, dass ich euch noch einmal ganz kurz an den Sponsor des heutigen Videos übergebe, ja, der mitunter auch mit dem ROG Ally kompatibel ist, und zwar dem ASUS A17 Netzgerät. Ja. Dieses Ladegerät hat einiges drauf. Was erfahrt ihr jetzt? Wie bereits gesagt, die Marke heißt ASUS. Ja, und den A17 Charger gibt es soweit auf Amazon zu kaufen. Gerade frisch rausgekommen, und es gibt sogar einen exklusiven Rabattcode. Ja, und zwar GucksTV 10 für 10% Rabatt. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ladegerät mal an. Und gleich werdet ihr einmal verstehen, wieso das Ganze explizit für die Nintendo Switch gedacht ist. Klappt natürlich auch mit sämtlichen anderen Geräten. Ja, wir haben hier erstmal ein richtig hochwertiges, wirklich sehr, sehr dickes, massives, ummanteltes Kabel, das in der Lage ist, mit bis zu 100 Watt Ladestrom zu arbeiten. Richtig krasses Ding. Ich glaube 1,8 Meter müsste das Ganze lang sein. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ladegerät einmal an. Ja, es ist wirklich richtig schön klein und kompakt. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir haben hier einen USB-A-Port, USB-C und HDMI. Hä? Wie? An einem Ladegerät einen HDMI-Port? Ja, und das ist das Besondere an dem A17-Ladegerät. Das Ganze könnt ihr in die Wand stecken, ja, packt dann euer USB-C-Kabel hier ran, ne? Ja, und könnt dann entsprechend euer Laptop, was auch immer, eure Nintendo Switch damit befeuern, weil, wie bereits gesagt, 65 Watt Ladefunktion ist schon mal der Wahnsinn. Ihr habt nichtsdestotrotz noch zusätzlich einen USB-Typ-A-Port, mit dem sich Geräte genauso gut laden lassen. Aber, ja, wenn ihr das USB-C-Kabel drin habt, ja, und das Kabel von ASUS ist hier wirklich hochwertig, kann entsprechend auch ein DisplayPort-Signal übertragen. Und jetzt hat es bei dem einen oder anderen von euch vielleicht Klick gemacht, deswegen gibt es den HDMI-Port. Denn wenn wir das Ganze an der Wand haben, ist das hier unsere Base Station für die Nintendo Switch. Das heißt, der HDMI-Port geht zu eurem Fernseher und lediglich diesen USB-C-Stecker verbindet ihr mit eurer Nintendo Switch. Ja, oder mit jedem x-beliebigen Gerät. Ihr könnt hier auch entsprechend euer Laptop dranhauen. Das ist das erste Mal, dass ich hier ein Ladegerät mit dieser HDMI-Funktion so gesehen habe, und da war ich einfach direkt Feuer und Flamme, weil ich habe entsprechend meine Nintendo Switch bei meiner Freundin stehen, und wenn wir sie benutzen wollen, hier zu Hause bei mir, dann nimmt sie immer mit zu mir, ja, und muss, wenn wir das Ganze am Fernseher anschließen wollen, natürlich die Base Station mitnehmen, und das ist mega stressig. Ja, das macht die gesamte Portabilität der Switch zunichte. Und jetzt habe ich erstens das Teil für zu Hause, aber mit der Bauweise, ja, weil es die Base Station der Nintendo Switch eben komplett ersetzt, ja, enorm portabel. Das Ding kriegt man in jede Tasche mit rein. Hier ist mein Fernseher-Setup und hier entsprechend die Soundbar. Und normalerweise steht hier links daneben eben die Nintendo Switch. Ja, und deswegen haben wir hier auch unten das HDMI-Kabel. Ja, und das HDMI-Kabel ist in meiner Soundbar drin. Ja, und die Soundbar über Pass-Through schön mit dem HDMI-Port an den Fernseher durch die Wand durchgezogen. Ja, so ist das Setup. Ja, ist das Originalkabel der Switch. Einfach hier reinstecken, zack. Ja, steckt dann so in der Wand und ist entsprechend ready to go. Das heißt, wir stecken jetzt hier einfach noch unser USB-C-Kabel rein. Zack. Und könnten dann hier entsprechend unsere Nintendo Switch einfach dran anschließen. Ja, Leute, wenn ihr eine Nintendo Switch habt und euch das Ladegerät soweit zugesagt hat, Links dazu findet ihr unten in der Videobox, und nicht vergessen, mit dem Code GucksTV 10 gibt es die 10% zusätzlichen Rabatt. So, Freunde, seid ihr ready? Ich bin es. Es geht los, Freunde. ROG Ally. Gänsehaut. When video games started becoming mainstream in the 80s, they were no longer confined to arcades and living rooms. Handhelds have been part of the gaming scene as long as consoles have, from simple LCD-based portables to cartridge-based handhelds of the early 90s. And as gaming has progressed, handhelds have progressed with it
but they always fell a step behind to their console and PC counterparts. Think about the early 90s. 8 and 16-bit games brought some incredible deep gaming experience to living rooms around the world. And while handhelds of the time were a phenomenon with games like Tetris and Pokemon, plenty of those handheld games pale in comparison to their console counterparts. They were a compromise. Sure, you could play Castlevania or a Street Fighter on the go, but Castlevania, geiles Game. To the standard of the originals. In the late 90s and the early 2000s, we have entered the age of 3D graphics, allowing adventure, fantasy, sports, and other genres to explore the entire new dimension of the play. Games like Final Fantasy VII and Super Mario 64 redefined their genre with 3D graphics and the full motion video. While handhelds of the time stuck with 2D alternatives to keep gamers happy on the go, console and PC gaming kept driving forward, with adventure games and first-person shooter embracing cinematic level of polish, first in 720p, then 1080p, and finally ultra-sharp 4K. Handhelds always trail behind with compromises. Play the best games at home and settle for whatever you can get on the road. Today, some of the latest handhelds feel underpowered, still stuck at the low resolution like 720p with disappointing frame rates. We deserve a game changer in 2023. There we go. Elevating handheld into Full HD 1080p gaming visuals. Say hello to ROG Ally. Woo! A new type of handheld that can play the same AAA games in 1080p. Es ist kein April-Scherz All your gewesen, games Leute. on one device wherever you go. With ROG Ally, you are limited to one platform. So nice. If it works on Windows, you can run it on ROG Ally. You can play your favorite games from Steam, Epic, EA, Battle.net. And that means there's no need to buy your games again. Access your existing library anytime and pick up your cloud saves right where you left off. The ROG Ally even comes with 3 months Xbox Game Pass Ultimate for free. Xbox Game Pass offers different genres for you and your family. Hundreds of titles like Doom Eternal, Outer Wilds, and Hi-Fi Rush. You will always find something new to try. And when we say old games, we really mean it. Not sure whether a game is right for you? Wanted to try it before you download it? Launch it instantly with Xbox Cloud Gaming with no wait and no need to buy it upfront. You can even play your favorite mobile games on a larger screen, or relive your childhood with classic retro titles. If you can dream it, you can play it. We want to show you everything that makes this device so special. So we are going to talk about how we engineer its ergonomic design, run down all the Foxy on Air sagt, auf Mediamarkt gelistet. Ja, sowohl Saturn als auch Mediamarkt Links im Chat funktionieren. Habe ich gelistet. Könnt ihr draufklicken und kaufen. 799 €. It needs to melt with your hands, effortlessly contouring to your fingers and wrists. We want you to feel like it was just built for you, with every button and thumbstick carefully placed for a precise control. So we developed countless different form factors, repeatedly going back to the drawing boards to imagine, iterate, and refine the final body. Once we found the right general design, it was time to really get down to business. We meticulously honed each component of the body for a comfortable, ergonomic feel that didn't sacrifice thickness or portability. Perfect control starts with easy access of your thumb, your most commanding fingers on the controller. We place all the buttons at the top half of the chassis using Xbox's tried and true asymmetrical stick layouts, so everything is within easy reach and feels familiar to gamers. We use a flat dome design for the face buttons to create more comfortable feel with distinct tactile feedback. We even place 2 extra pedals at the rear of the device, which can be mapped with in-game actions or use it as a barcode modifier. The way they naturally wrap behind the handle makes them easy to reach with your fingers, but they are strong enough that you won't accidentally press them during an intense gaming session. It's important that a handheld device rests comfortably in your hands, so you can play for hours. To ensure an ergonomic fit, the top of the chassis isn't completely flat.
it has a subtle 2-degree slant to more comfortably contour to the angle of your Sehr wrist. zu teuer? While Nee. 14-degree Also slant ich finde es angemessen, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, gerade wenn man sich die Notebooks anschaut mit so einer APU, das ist schon ein guter Preis. So we added some texture surface to keep the device secure. The engraved lines of the front secure the Ally in your hands while giving it a sleek look. The triangle texture on the handle gives you the firm grip on the device at all times. And each button is designed to survive more than 10 million presses, showing our commitment to ROG quality. Finally, it was important to us that the Ally was lightweight. After all, you want to carry it with you everywhere you go. But it was a challenge to get to that point. Originally, our prototype weighed 680 grams. In order to reduce the weight, we slimmed the heatsink fin from 0.15 millimeters to 0.1 millimeters and hollowed out portions of the top case. Then we switched to a lightweight aluminum to both display bezel and the battery brackets, strengthening rigidity and bringing the total weight down to 608 grams. Even with all the relentless efforts, it's still 8 grams heavier than our original goal. The ROG Ally is our smallest Windows device yet, but it's still as immersive as ever, thanks to painstakingly optimized visual and audio experience. We knew we wanted the Ally to provide a Full HD 1080p experience, so we went with the 7-inch touchscreen to showcase those sharper graphics. At 7 inches, the 1080p resolution provides an insane pixel density of 314 ppi, providing a sharper image to all your games, movies, and streams. At 120 Hz, motion is smooth with minimal latency. Plus, as a handheld device, you expect to be able to bring Ally with you anywhere. Immer im Mantel, even immer. That's why we push the brightness to 500 nits for a true game anywhere experience, whether you are on the train, in the backyard, or at the beach. For the screen surface, we turn to Corning's best-in-class Gorilla Glass Big Tools, which is ultra-thin and scratch-resistant. Not bad, das ist, glaube ich, einer der no matter where höchsten your Standards. Ally is headed, you know it will be protected from the bumps and knocks of everyday life, just like a handheld should be. Corning also coated screen with DXC, increasing surface hardness and minimize fingerprints. Most impressively, DXC reduces the intensity of specular reflection, meaning your gameplay stays crisp and punchy, even in the presence of direct lights. And with dual front-facing speakers featuring smart amp technology and Dolby Atmos, you will feel surrounded by the lifelike audio every time you drop onto the battlefield. Now, we know you are dying to see what this machine can do, so let's talk about performance. We are always striving for the top-tier graphics at ROG, and this time, we had some crucial benchmarks we wanted to hit. Nice. So we worked together with AMD to create silicon for the ROG Ally, known as RYZEN Z1, and it is truly a special piece of silicon. The AMD RYZEN Z1 is built on a 4nm process, Zen 4 architecture with 6 cores, 12 threads, and the latest RDNA 3 graphics on board. This APU provides incredible performance with the best power efficiency available in a handheld or a console today. Plus, you get the full support of AMD's excellent upscaling technology like FSR and RSR. This Ryzen Z1 chip blows past other handheld on the market. 2017's leading handheld saw only 0.39 teraflops of graphic power, while another device from 2022 managed 1.6 Das ist teraflops. das Steam Deck. But ROG 1,6 habe ich vorhin an gesagt. entirely new trail of 2.8 teraflops of graphic performance. We also work with AMD on an even more powerful Extreme. silicon, the Ryzen Z1 Extreme, which is capable of whooping fast 8.6 teraflops, making ROG Ally closer to a home console than a handheld. The Z1 Extreme uses the same Zen 4 architecture with RDNA 3 graphics, but with 8 cores and 16 threads. Its insane power efficiency makes it perfect for handhelds, allowing true AAA gaming on the go. So in a world without ROG Ally, handheld gaming was capable of 25 to 30 frames per second in AAA titles. The ROG Ally with Ryzen Z1 Extreme provides much smoother motion at 50 to 60 frames per second in those same titles.
but with Full HD 1080p graphics, not 720p graphics you see on other handhelds. That means your game looks sharper with smoother motion. With performance like this, you can game anyway, anywhere, on your own, with friends, or in competitive scenario. When you are playing solo, you are giving yourself some me time with the latest story-driven single-player AAA games like Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, or Death Stranding. With our purpose-built carrying case and Cetra wireless earbuds, Nice. you will be able to take a break from the story and pick it Okay, back Wireless up Kopfhörer. The Ally can do more than just handheld play. Connect the Ally to your TV and monitors. Grab a couple of controllers and you have got a party. Take on your friends in FIFA 23, go head to head in Street was habe ich euch gesagt? or dive into couch co-op Ja, with games AceFast like Overcooked A17. and Moving Out. To make this easy, we offer an optional adapter that plugs into Ally's Mal gucken, ob USB sie Preise Type-C sagen ports, werden. charging the device and connecting an HDMI display at the same time. It even has a USB Type-A ports for other peripherals. Hooking up a mouse and keyboard for productivity. Chris sagt, gibt es unterschiedliche? Ja, es gibt Z1 und Z1 Extreme. Das eine, glaube ich, 100 € günstiger. So we made ROG Ally compatible with Extreme Mobile suite of external GPUs. Dock your Ally at your desk and enjoy the power of NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop GPU for top-tier performance with extra ports for keyboard, mouse, monitor, Ethernet, and more. Incredible performance isn't just about graphics. The ROG Ally's PCIe Express Gen 4 SSD bestätigt. provides blistering data transfer speeds. Nice. With this super fast drive, the Ally boots up instantly and game launches quickly to get you right into the action. If you need more storage, the Ally's UHS-2 micro SD cards Leute, allows you to expand your game library. damit ist es auch für mich als Video-Editor auf jeden Fall als kleine mobile Render-Station interessant. The Ally LPDDR5 6400 memory keeps RYZEN APU 6400. data at the moment's notice, letting RYZEN There we Z1 go. Extreme puts its best foot forwards. And with the latest Wi-Fi 6 Nice, technology, sehr wichtig. you will see more consistent Wi-Fi download ist sehr, sehr wichtig more bei so einem reliable Gerät. cloud gaming and uninterrupted video streaming at 1080p. Just like ROG laptops, we give you complete control over this performance with our turbo Nein, tatsächlich, performance and silent modes. Chris, You can adjust ich habe schon DPI Links on the reingestellt, man fly kann es to schon give kaufen. yourself more game time with up Man to kann es 2 bei hours Mediamarkt und available Saturn from bereits kaufen, performance modes in 799 AAA €. games. Turn it down to silent modes for cloud gaming and video consumption, and your battery will last even longer, giving you up to 6.8 Für alle, die jetzt erst hours of eingeschaltet haben, entertainment hier könnt ihr es with your finden. ROG Ally, even when you are away from the wall outlets. 799. Now let's talk about the secret sauce. ROG Intelligent vorbestellbar. Cooling. Every device we war build needs to deliver einer der maximum ersten. performance Heute Morgen um while 10. keeping it cool and quiet. We need a different cooling paradigm to build ROG Ally. Since the hardware sits behind the screen, we have already learned how to master this type of cooling thanks to our experience with ROG Mothership. Das ist so eine brutale Preis-Leistung The result für is so ein Gerät. something we call our zero gravity thermal system, which, thanks to its quiet performance, also provides zero distraction from what's truly important, your games. We call it zero gravity because it's designed to be used in any orientation. Sitting upright in a chair, lying down in your bed, or however else you game. With ROG Ally, you can do it all with no drop in performance. To draw heat away from crucial components, we use a special kind of heat pipe, providing extra friction to increase the capillary force in the pipe, keeping gravity from interfering with the fluid inside. We also put fluid bearing in the fans, which is quieter, more durable, and create less friction when held in different type of orientations. The Ally's heatsink uses ultra-thin fins, as slim as 0.1 millimeters, which increases the total surface area by 10%. Chris, ja, ich habe 2 Stück tatsächlich vorbestellt, eins für mich, eins für einen Kumpel, eins beim Mediamarkt, eins von Saturn und schaue, welches als erstes ankommt. Handhelds uses a single fan. We knew that dual fan solution was going to provide more efficient cooling with less noise. On the left here is an ROG Ally prototype with a single fan. Aber kommt erst in einem Monat an, also
keeping heat and Ob ich noise es to a langfristig minimum. behalten werde, ist so die Never andere settle Sache. for Mein PC anything läuft less than eigentlich. ROG intelligent cooling. Finally, we would like to talk about our Das ist jetzt das software Wichtigste, die that Software. pushes the Ally to the next level. We have been developing Armory Crate for a long Nice. time. Not just ROG desktop and laptops, but even the ROG phones. Bonus als Vorbesteller, du bekommst es, weil ich bin mir ziemlich sicher, es wird das nächste halbe Jahr ausverkauft sein. Oder überteuert. To help you play all your games on one device. We gamers are rarely satisfied with just one or two games. We have massive libraries, spanning multiple publishers and platforms. This freedom of choice is amazing, but it does split up your collection across multiple launchers. With Armory Crate SE, we want to give you one place for all your games. The program will scan your system for installed titles and provide shortcuts to each one of them. Armory Crate SE also provides 3 different control schemes. You can use standard gamepad modes, recognized by many games, touch control for Windows, and you can map the ROG Ally's button to mouse and keyboard for the games that support those inputs. And when you aren't gaming, you can use the thumbstick to navigate Windows desktop with a traditional cursor. You can remap buttons game by game to create Ja, später kaufen geht immer. experience that travel with you. Almost every button on Ally Also stresst euch is nicht. mappable. Es ist Just erstmal open nur the eine Vorbestellung. profile for the games you want to customize and select the button you want to remap. Each button can have 2 functions Ob mapped man to direkt it, bei ASUS kaufen with kann. secondary function accessible with the paddles on the back of the device. It's not just buttons. You can customize the dead zone and range of your joystick, giving you more precision when you aim. If you want to set the dead zone larger to avoid accidental missteps, you can do that. The same goes to the buttons on the top. The trigger range is fully adjustable Armory Crate. So if you want a weapon with a hair trigger for firing at moments of notice, it's all in your control. Customized haptic feedback built into the handles allow for incredible immersion, pulling you right into the action with whatever intensity you choose. We even included Aura Sync RGB around both thumbsticks, allowing you to choose your favorite lighting pattern for a unique style, or sync the lighting with supported titles to draw you into the game Noch ist es world. nicht gelistet. If you want to change settings in mid-game, you can press a single button to have a full control center at your fingertip. Adjust your performance modes, control scheme, lighting, and so much more with just a few taps. Access to popular game store, ROG Elite rewards, and other crucial settings like Wi-Fi and Bluetooth. You can even record your game footage, then organize your library of screenshots and game recordings from one central location. Or edit videos and share them to the social media instantly. Thanks to Windows 11, you can do anything, game, stream, or even work from this one ultra-portable device. With Windows Hello, you can log into ROG Ally instantly with a fingerprint sensor built into the power button. So you don't have to type in long passwords every time. And with Microsoft's built-in security features, you are protected against all sorts of cyber threats. Windows Defender provides up-to-date antivirus protection, and parental control puts fans around your kids' screen time and web safety. We are incredibly proud of what we have accomplished with ROG Ally. Incredible performance, quiet operation, and a huge selection of games. Kannst bei ASUS direkt vorbestellen? Gerade mal geschaut? We are confident it will be your next favorite handheld. We know you are all excited to get your hands on this revolutionary device as soon as possible. And you want to know the price? We are excited to announce that ROG Ally with a Ryzen Z1 with 512 GB of storage will be coming soon to Best Buy for only $599. It will ship in Q3. The ROG Ally with Ryzen Z1 Krass. Extreme Krasser comes Preis. with 512 GB of storage will be available for $699 at Best Buy in June. Both models comes with 3 months of Xbox Game Pass Ultimate for free, making this an even better deal. Check out Best Buy to pre-order this device today and team up with your ally as soon as possible. Ironfall, If you mega want nice, to dass du make eingeschaltet an hast. absolute Freue mich, dass du dabei with bist. your ROG Ally. It is compatible with every model of XG Mobile. We currently offer 2 options, GC32
with AMD Radeon RX Oha, kommen jetzt mehr? XT for only $799. And GC33 with NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop GPU for $1,999. And stick around, because we will be joined by Microsoft and AMD in just a few moments to talk more about this incredible new device. Come on, let's go. Okay, let's go. You ready? Yeah, let's go. Ja, na klar, Leute. Ich habe mich super auf dieses Event gefreut. Ja, ich habe so lange schon das Steam Deck und die Nintendo Switch im Einsatz. Handhelds sind einfach inzwischen schon mein Alltag geworden. Und jetzt einen ROG Ally. Boah, Leute, das hat mich so geflasht. Wie bereits gesagt, es gibt hier diese zwei Ausführungen, das Z1 Extreme, Z1 Normal. Hier mit 256 GB oder 512 GB. Das eine, ja, 100 € Preisunterschied. Und ich würde sagen, der 100 € Preisunterschied lohnt sich da schon krass. Also kommt natürlich auch drauf an, was die Games angeht, ob ihr eine externe GPU dran anschließen wollt. Ne, muss man immer so abwägen. Aber das Gerät ist einfach krass, ja, muss man ehrlich sagen. Und noch habe ich nirgends das normale Z1 in Deutschland gesichtet. Tatsächlich vielleicht hatte der eine in den Kommentaren hier recht behalten, dass wir hierzulande nur dieses Gerät sehen werden. Zumindest zum Launch. So, 16 GB LPDDR5 mit 6400 MHz, die AMD Radeon 780M mit 12 CUs. Krasses Teil bei dem 8-Kerner mit einem maximalen TDP-Limit bis zu, ja, hier an der Stelle 43 Watt PL2, PL1 mit 30 Watt und Minimum 9 Watt kann das Ding betrieben werden. Das ist enorm effizient. Ja, 1080p, 120 Hertz und 500 Nits. 12 Zoll Display. Ja, krass, krass, krass. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier für Bilder von Notebooks Check präsentiert bekommen. Ob wir hier auch ein paar Internals sehen werden. Hier der Direktvergleich zum Steam Deck. Ja, schwarz versus weiß. Hier beim Steam Deck die Trackpads, die werde ich auf jeden Fall vermissen. Aber ist auf jeden Fall ein schickes Gerät. Okay, da sind wir jetzt auch schon durch. Der SD-Card-Reader wurde hier auch gebencht. Wie bereits gesagt, ist UHS 2 Geschwindigkeit. Oh, das Z1 Extreme. Ah, okay. Ja. Networking mit Wi-Fi 6E. Auch hier ein wichtiges Feature. Gerade was die Bandbreite angeht, kann das Ally auf jeden Fall hier gut abliefern. Und hier die Internals, perfekt. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, um das Ganze auseinanderzunehmen. Hier der Akku. Sehr schick. Werde ich mit meinem Gerät nicht machen, weil man das Ganze auch über die Micro-SD-Karte extern erweitern kann. Ja, macht in meinen Augen nicht Sinn, das Ding bei 512 GB aufzuschrauben. Ja, hier sieht sehr gut aus, ja, eigentlich von den Lichthöfen nicht wirklich prägnant, würde ich sagen. Gerade bei 500 Candela pro Kubikmeter auf jeden Fall enorm lichtstark. Auch gleichmäßig, relativ gleichmäßig verteilt. Natürlich zum Center etwas heller. DCI-P, sRGB an der Stelle mit 92% abgedeckt. Sieht gut aus. Also bei so einem kleinen Display, ja, 6 Millisekunden Reaktionszeit ist, denke ich, auch sehr gut vertretbar. Leistung von dem Ryzen 7840U versus Z1 oder Z1 Extreme ist nämlich theoretisch ähnlich. Ja. Das, was nur relevant ist, ist, dass das eine einen Minimalwattbereich von 9 Watt hat. Ja. So, Cinebench, schauen wir mal. Hier ist das Zephyrus G14, hier das Z1 Extreme, also ziemlich nah, was die Performance-Krone angeht, und dann darunter die ganzen anderen Geräte. Und hier einen Handheld-Vertreter, das GPD Win Max 2 ist schon ein Unterschied. Ja? Also 2400 Cinebench Multicore-Score
versus 1000. Boah. Okay. CPU-Rating, ja, Z1 Extreme im Ally. Das ist schon brutal. Also gerade wenn wir uns die Leistungsaufnahme, die Effizienz anschauen. Okay, gibt es hier sonst noch? Also viele Benchmarks hier auch mit Lesegeschwindigkeiten. Die Grafikeinheit ist natürlich das, was uns interessiert. Wogegen wurde ich hier verglichen? Unterschiedlichste Laptops. Ja. RTX 2050 mit i5. Okay. Performance Rating in Percentage. Also, okay. Final Fantasy, Witcher. Okay, hier könnte ich mich sozusagen durch die Spiele durchswitchen. Temperaturen zur Lautstärke. So, recht schnell an, geringer Belastung, aber das ist normalerweise nicht störend. Maximal 27 dB, das ist komplett fast unhörbar. Turbomodus messen wir 39 dB, das ist auch wirklich sehr, sehr leise, muss man sagen, Leute. Also ich habe Mini-ITX-Rechner, die bewegen sich zwischen 40 und 50 dB, manche sogar auf die 60 dB-Marke, also das ist krass leise. Temperaturen maximal knapp bei 49 Grad Celsius im Turbo. Brutal, brutal, Leute. Da ist noch so viel Spielraum nach oben, gerade in heißen Sommertagen. Auch von der Hitzeverteilung sieht das sehr gut aus. Okay, ist natürlich vom Display. 500 Nits, das Ding wird wahrscheinlich selber sehr, sehr warm. Sieht sehr gut aus. Energy sparsam mit maximaler Helligkeit 4,2 Watt. Okay, wunderbar. Turbomodus nach einigen Minuten bei rund 50 Watt, ja, Gesamtleistung. Maximal Last bei 67 Watt und deswegen 65 Watt Netzteile, wie zum Beispiel das Ace Fast, was ich euch hier verlinkt habe in der Infobox mit meinem Rabattcode. Dazu habe ich auch einen Link. Okay, das ist ein ziemlich ausführlicher Test. Fazit. So, ein exzellenter Einstieg in den Handheld Gaming Markt. Ja, und das kann ich auch, denke ich, ohne das Gesamte hier gelesen zu haben, nur so weitergeben. So, jetzt schauen wir uns das Gerät hier nochmal an, wo es verfügbar ist, und zwar bei Saturn und Mediamarkt. Die Links hatte ich ja schon im Chat gelassen und ihr habt bereits schon unzählige Male im Chat geschrieben, dass ihr bereits bestellt habt. Und das, was wir hier sehen können, ist, dass hier ein eigener Bereich mit Handheld-Konsolen eingerichtet ist. Dort ist aber derzeit nur das teurere Modell gelistet, was aber kein Problem ist, weil das auch meine Empfehlung ist. So, Foxy on Air sagt, super Reaktionszeit, ja, ist gerade bei Alternate auch online gegangen. Okay, ich würde mal sagen, das checke ich mal ganz kurz ab. Dürfte bei Alternate sogar auch mit kostenlosem Versand sein. Ja, perfekt. Danke, Foxy. Danke. Das freut mich hier, das Ganze gesehen zu haben. Also Alternate, sehr guter Shop. Und hier gelistet. Ja, gibt auch ein eigenes Banner. Vorbestellbar. Ja, und wir können mal schauen. Auch hier derzeit nur das Ally an der Stelle in der Maximalausführung. Ja. ROG Ally. So, okay. Ja, gut, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, weil das ist krass, Leute. Das ist krass, dass das an so vielen Stellen jetzt tatsächlich vertrieben wird. Ich bin gespannt, wie es dann final aussehen wird mit der Verfügbarkeit von diesem Gerät. Ja. Und ASUS hat sich gut Mühe gegeben und die Datenleistung kann sich auch sehen lassen. Für das Geld kann man es machen, keine Frage, definitiv. Kommt man bei Best Buy günstiger weg? Nein, Yusuf, das denke ich nicht. Gerade wenn ihr Zoll und alles mit einkalkuliert. Best Buy ist ja nicht lokal bei uns, also hierzulande. Ja, entsprechend bringen uns die günstigeren Dollarpreise kaum was. So.
Ja, Ironfall wünscht allen, die sich heute das ROG Ally geholt haben, viel Spaß. Ich auch, ja, und ich werde es für euch testen. Ich habe auch tatsächlich einen externen Monitor im Anmarsch. Ja, 17 Zoll, 17,3 Zoll, 240 Hertz werde ich demnächst für euch testen und auch in den Streams als zweiten Monitor verwenden können. Endlich, endlich, endlich. Also gerade für ein portables Gaming-Setup mega interessant. Kann man bei dem Ally dann auch Steam nutzen und auch Epic's Launcher und GOG Galaxy direkt verbinden? Alles. Alles, was du unter Windows mit einem PC machen kannst, kannst du damit auch. Das ist theoretisch ein Laptop. Es ist theoretisch ein PC im Handheld-Format. Ja? Das heißt, du kannst jeden Launcher damit nutzen. Und die haben das Armory Crate sozusagen implementiert, ja, das dann auch als Shortcut sämtliche Spiele aller Plattformen unter einen Hut bringt. So, Freunde, damit denke ich mal, dass der Stream jetzt lange genug gedauert hat. Ich bin eine Stunde vorher online gegangen, habe mit euch hier gequatscht. Es ist kein einziges Mal der Stream irgendwie abgebrochen. Also ich habe ein echt gutes Gefühl dabei gehabt. Hat Spaß gemacht. Ja, ihr wart tatkräftig im Chat unterwegs. Ich habe auch versucht, wirklich dieses Mal ein bisschen mehr darauf einzugehen. Und der nächste Stream, der ansteht, ist entweder, wenn ich ein bisschen was zu schrauben habe, ja, also einen PC basteln werde, oder allerspätestens zur Computex am 29.05. diesen Monats, das ist zu Pfingsten, Pfingstmontag, um 5 Uhr morgens entsprechend die Keynote. Ja, könnte ich vielleicht auch mal hier einbetten. Nee, habe ich leider nicht das Bild hier gerade. Egal. Ne? Also da werde ich die Nvidia Keynote live für euch streamen. Ich habe Bock drauf. Auf die Uhrzeit eher weniger. Und Foxy sagt Bye-bye und einen fantastischen Abend. Wünsche ich euch allen auch noch. Lasst dem Stream auf jeden Fall, bevor ihr das Ganze verlasst, die Daumen nach oben zurück und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GucksTV. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als ja, Gaming, Fitness, that's you see on GucksTV. Haut da rein, Leute.